No, no. I insist. You first. If you insist. How kind. How very kind. Kind? You must be thinking of my sister. Where is the fair lady then? Should we deal her in? Well, she sort of lost her head the last we played. Oh? How scandalous. My queen! The Thrax grow restless. Where are we to hunt? To Lua. Tenno, Lua has felt my touch as I have felt its in return. Rescuing Lua and you from the void may be changing this place. The void stirs and shakes Lua to its core, exposing ancient halls long since abandoned. Smelling possible treasure, the Grineer Worm Queen ordered her troops to descend upon these newly exposed halls. They were instantly corrupted by its long-dormant auric and neural sentry. The secrets that lie buried here are yours, not theirs. Infiltrate the Leverian and Circulus. Survive the corrupted, and we will reclaim those secrets together. Wir tun es. Selbst das Void Shell Collection kostet ja letztlich nur 90. Werde ich mir auch gleich holen. Die Waffen erfahre ich mir dann. Den Helm finde ich nicht attraktiv. Let's fucking go. So, Tenno, das ist erstmal unser Anfangsbild. Wir nehmen Spike wieder für den Anfang, um vielleicht mehr Loot-Chancen auf Drops zu haben. Mehr Drop-Chancen auf Loot zu haben. So rum. Der Anfangsbild sieht erstmal so aus, wie gehabt. Das Set nutzen. Das Schattenhafte, schnelle Genesung erstmal nehmen. Man könnte auch Prime Lebenskraft reinmachen, aber da sie bei Schild eigentlich keinen Vorteil hat, außer ich gebe da vielleicht noch eine Scherbe drauf. Kontinuität, Stromlinie und Augur Geheimnis. Effizienz und Erweiterung als Arcana. Und als Waffe erstmal Fenmore nutzen. Durch die Kopfschüsse mal schauen, ob sich da was Genaueres ergibt. Hier werde ich vielleicht noch mal ein bisschen rumprobieren, da was anderes zu machen. Und Wenka erstmal mit auf Korrosion zu spielen und Crit und Status gut verteilt. Da ist sie nun, VORUNA in unserem Gewand. Wir gucken mal jetzt die Fähigkeiten an, was die Tipps sagen. Heide Mission, die Eingabe für Fähigkeiten und die einzigartige Passivfähigkeiten jedes Wolfes zu nutzen. Der Nachteil am Maus und Keyboard ist, ich weiß nicht, wie es am Controller zugutekommt, dass jede Fähigkeit Antippen und Haltefunktion hat. Haltefunktion, ja, bin ich mir nicht sicher, da ich die Mobilität verliere, sobald ich eine Taste nutze in der linken Hand mit Maus und Tastatur. Aber wir gehen erstmal schnell durch. Diener ist hauptsächlich dafür da, um VORUNA unsichtbar zu machen und für kurze Zeit nach einem Treffer haben Nahkampfangriffe kritischen Schaden erhöht. Erhöhte Statuschance und fügt Blut hinzu. Tötet während dieser Zeit einen Gegner im Nahkampf, um den Nahkampf-Buff zu verlängern. Da sind wir schon bei dem wichtigsten Punkt eigentlich, Status.
Thrax, Fangzähne. Achso, genau. Halteoption. Diener bewacht VORUNA und erhöht ihre Partourgeschwindigkeit. Werde ich wahrscheinlich nie nutzen und nie brauchen. Thrax. Thrax gibt allen Feinden in der Nähe 10 Stapel zufälliger Statuseffekte. Gekoppelt mit Diener. Ne, für kurze Zeit nach einem Treffer erhöhte Statuschance. Ist auch nicht verkehrt. So können wir den Status extrem hoch pushen. Sterben die Ziele, werden die Statuseffekte auf Gegner in der Nähe übertragen. Halteoption, Resistenz gegen Statuseffekte. Ich habe Statuszeit reduzieren drin, dementsprechend werde ich das nicht brauchen. Kann ich auch später wieder rausnehmen. Lykatz. Genau. Das Route wird ernährt. Bei Nahkampfangriffen lassen die Gegner Gesundheitskugeln fallen, bei Kopfschüssen Energiekugeln fallen. Erhöht die Dauer, indem du Feinde tötest, die von 5 oder mehr Statuseffekten betroffen sind. Das heißt, zusammen mit Thrax-Fähigkeit oder Dieners-Fähigkeit, ne, ist das in Kombination ziemlich nice. Und Halteoption, Lykat bewacht VORUNA mit erhöhter Effizienz für schwere Angriffe. Also kann ich schwere Angriffe pushen. Und dann Ulfrun. VORUNA wechselt auf alle 4 und bereitet 5 brutale Angriffe vor, die Gegner anvisieren. Ulfrun, der mächtigste Wolf, für den Angriff an, während VORUNA auf ihr Ziel zustürzt. Das Rudel fügt den Ziel und die Gegner in der Nähe, die von Statuseffekten betroffen sind, erhöhten Schaden zu. Tödliche Angriffe verdoppeln den Schaden von den verbleibenden Ladungen. Also wenn ich jemanden mit einer Attacke töte, ne, wird meine Ladung verdoppelt. Und hier auch wieder Status. Das heißt, 1, 2 sind existenziell, ne, wie sagt man? Ja, sind am wichtigsten, um Statusoptionen hochzuhalten. Das heißt, auch eine Waffe mit Statuschance einer hohen macht sich hier wahrscheinlich gut, generell. Und beide Angriffe, Nummer 3 und Nummer 4 von Lykat und Ulfrun, profitieren sozusagen von Status auf dem Gegner. Jetzt können wir uns die Tipps nochmal anschauen. Hier wird nur gesagt, wechsel zwischen den Fähigkeiten, auf jeden Fall. Nutze die Unsichtbarkeit und den Schleier für tödliche Angriffe neu zu positionieren. Nahkampfbuff von Dyna, sozusagen dem ersten Buff, wird mit jedem Nahkampfkill verlängert. Schleiche dich an ein schwaches Tier heran und schlage mit tödlicher Kraft zu für maximale Effekte. Das heißt, unsichtbar mit Dyna kann ich auch Ulfruns Todesschlagerfolg, tödliche Angriffe verdoppeln den Schaden von VORUNA. Also mit Dyna zusammen, ne, kann ich das auch noch pushen. Thrax Fangzähne können ein bestimmtes Ziel schwächen, um einen schnellen Kill zu garantieren. Haben wir gesehen. Zufällige 5 Status. Genau, was nützlich ist, um den Nahkampfbuff von Dynas Schleier auszulösen. Ne, haben wir dann auch wieder. Also alles synergiert ein bisschen miteinander. Nahkampfbuff von Dynas Schleier wird nicht aktiviert, wenn die Unsichtbarkeit mit Schüssen unterbrochen wird oder einer der ersten Nahkampfangriffe verfehlt. Ah, okay. Also ich darf in Dynas Unsichtbarkeit nicht schießen. Dann verliere ich den Nahkampfbuff. Und wenn ich aus der Unsichtbarkeit angreife, muss es mit Nahkampf sein. Und der Nahkampfangriff aus der Unsichtbarkeit heraus muss dann sitzen. Sonst geht der Buff verloren. Also ich verliere die Unsichtbarkeit, sobald ich angreife. Dementsprechend muss ich aus der Unsichtbarkeit mit Nahkampf angreifen, damit es sich rendiert. Nutze die Statuseffekte von Thrax. Mit Waffen-Mods ausrüstest du den Gegner, denen mehrere Statuseffekte zugefügt wurden, noch mehr Schaden zufügt. Da haben wir für den Nahkampf schon eine sehr gute Option, auf jeden Fall, die mir da gerade einfällt. Lykats Jagd bietet reichlich Gesundheitskugeln, wenn VORUNA wieder Nahkampf eingesetzt wird. Rüste sie mit Upgrades, Mods, Arcana und so weiter aus, um die Boni von diesen Kugeln bieten, um den Effekt der Fähigkeiten zu maximieren. Werden wir sehen, wie sehr wir abseits vom stählernen Pfad die Option brauchen, Gesundheitskugeln wirklich droppen zu müssen. Jäger, die mehr auf Präzision aus sind, sollten punktgenaue Waffen wählen, die Kopfschüsse einfach machen. Upgrades, Mods, Arcana und so weiter, Kugeln für Buffs verwenden, um die Energiekugelproduktion von Lykats Jagd zu maximieren. Da würde sich eventuell aus Chrysalit eine Void-Waffe speziell rendieren, die auf Kopfschuss extra noch geskillt ist. Müsste man dann nochmal schauen. Okay, also wenn ich Ulfrun nutze, kann ich trotzdem alle anderen Wölfe nutzen. Das ist schon mal gut.
Oh, Ulfruns Angriffe unterbrechen nicht die Tarnung von Dynas Schleier. Unsichtbarkeit. Das ist mega gut. Wird Ulfruns Herkunft erneut ausgeführt, um die Fähigkeit vorzeitig abzubrechen, wird die Energie teilweise zurückerstattet. Auch sehr gut. Jetzt ist die Frage, bekomme ich diese Drops nur auf Lua? Gekoppeltes Überleben, 8, 8. Ja, ich denke mal schon, oder? 8 bis 100. Die Frage ist, wie hoch ist die Drop-Chance? Ich guck mal kurz nach. Mit euch zusammen am besten. Blop, 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 blop. Wir öffnen das Wiki. Wir brauchen auf jeden Fall Lua Thrax Plasma für Blaupausen von VORUNA selbst und von ihren Waffen. Und einigen Arkanas. Der erste Weg, the first path von Lua Conjunction Missions. Also die Mission auf Lua, die wir für die Story bekommen. Die gehen wir dann ja gleich nochmal durch. Genau, die wurden im Deathstream vorgestellt. Wir werden den Necramec für 2 Minuten nutzen können und 10 Minuten Cooldown haben in der Mission. Jede Welle kommen neue Lua Thrax Varianten, von denen wir diese Lua Thrax Plasma Sachen bekommen. Und sie werden den Life Support, also die Lebensunterstützung, werden sie senken. Also müssen wir die zuerst töten. Genau. Ein Dax-Verbündeter, also eine Figur, die aussieht wie Teschen, läuft herum. In dessen Feld werden wir erhöhte Fähigkeiten Stärke und schnellere Casting-Zeit bekommen. Okay. Okay, der zweite Weg. Neues Lua Thrax Plasma. Also einmal haben wir die Mission und dann das Plasma. Die können wir auf Chrysalit eintauschen für Blaupausen, wie ich gerade schon erwähnt habe. Conjunction Notes. Rewarded every 5 minutes. Also wir bekommen noch diese Notizen alle 5 Minuten. Und die Menge, die wir bekommen, steigert sich mit der Schwierigkeit der Mission. Also die 80 bis Level 100 Missionen bringen mehr. Eigentlich sollten wir ja im Buff-Bereich unseres Thrax-Verbündeten bleiben. Wählen wir mal die Kopfschüsse aus. Na? Okay. Für die zweite Fähigkeit lohnt sich wahrscheinlich auch eine Reichweitenerhöhung. Wow, was ein Sound. Okay, die müssen wir jetzt killen. Hiding Lua in the void risked the unfathomable. I fear we are seeing the consequences of that risk now. Destroy these void-stained enemies. So, die Drops dürfen wir noch nicht verpassen. Aber mit der Gesundheit hält es sich auf jeden Fall.
ist halt der Nachteil, wenn Leute voranstürmen und man nicht mehr im geteilten Erfahrungsbereich ist und dann auch die Drops nicht mitbekommt. Ja, den Nahkampf-Buff mit Fähigkeit 1 aufrechtzuerhalten ist gar nicht so einfach, wenn die Gegner nicht in der Nähe sind. Dementsprechend brauche ich hier eine Dauererhöhung. Also Buff Nummer 3 funktioniert sehr gut. Wenn du auf Kopfschüsse gehst für Energie und Nahkampfangriffe, die auch Gesundheitskugeln fallen lassen, kannst du als Nahkampftank eigentlich sehr gut damit arbeiten. Sentient scouts. The void has summoned a new presence and it craves our life support. Destroy these manifestations. Don't worry, I'll take very good care of VORUNA. I have just the spot in the kennel for her. Heb doch meine Waffe bitte auf. The sentient is onto you. Look out for troopers. The queens have sought out Warframes before. Lua, Thrax, Plasma, das haben wir schon mal bekommen. We cannot let the worm have VORUNA. Sollte mich ein bisschen zurückziehen und Richtung DAX-Verbündeter gehen. Die Gesundheit geht sehr schnell runter auf dem Level, 80 bis 100. Das merkt man. Eine Ribbon-Scherbe holen. Die müssen wir auf Eisenwacht auf der Erde auch regelmäßig, ich glaube alle 3 Tage, umtauschen für 150.000 Credits. Okay, ich glaube, soweit ist mir der Ablauf klar. Es wäre dann nur interessant zu wissen, wie viel ich dann nach 15 bis 20 Minuten ungefähr farmen kann. Aber ich hätte gerne noch die Ulti ausgetestet. Aber die habe ich noch nicht. Da bin ich noch nicht hoch genug im Level gerade. Holy shit! These manifestations must not be allowed a foothold on Lua. Life support is at risk. Destroy them. Okay, Situation geklärt. So, erstmal brauche ich Gesundheit. Aber es macht schon Fun, also kannst du nichts sagen. Wann bekomme ich denn meine Ulti? Ja, habe ich sie jetzt? Ja, und gleich geht's los, Freunde. Beim nächsten großen Haufen. Okay, Energie für die Ulti. Die muss ich mir noch genau angucken. Ja, es macht Spaß. Es macht auf jeden Fall Spaß. So, bis 20 Minuten, dann gehe ich raus und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie viel Thrax, Plasma, Lua Thrax, Plasma wir bekommen.
Also im ultimativen Modus kann ich meine Schusswaffe nicht benutzen. So, da bin ich mal raus, würde ich sagen. No, die letzten, die nehme ich noch mit. They are draining your life support and fast. Eliminate them quickly. Kommst du her hier? So, wo sind denn jetzt die anderen Drops? Da. Okay, habe ich noch was vergessen? Nein. Okay, dann bin ich raus. Das ist die erhöhte Parcoursgeschwindigkeit, merkt man schon. Kann ich nur nutzen, wenn Feinde in der Nähe sind, wie es scheint. Another job well executed. 25 für 20 Minuten Grind. Okay. Und das auf höchstem Level wohlgemerkt. Ja, ob das jetzt so ergiebig ist, aber meine Meinung, die Drop-Chancen sind im Warframe seit einigen Monaten, Schrägstrich 1, 2, 3 Jahren sowieso viel zu gering. Du verbrauchst viel zu viel Zeit. Aber gut. Ja, Leute, das soll's mit dem ersten Showcase von VORUNA erstmal gewesen sein. Ich glaube, das Ersetzen durch Helmens Fähigkeiten wird sich bei ihr groß nicht lohnen. Wir können aber mal schnell reinschauen, welche Fähigkeit wir bekommen, wenn wir sie assimilieren. Lykats Fähigkeit. Ah, das ist Fähigkeit Nummer 3, oder? Ja, Gesundheitskugeln A ist aber gar nicht so schlecht. Also als Heiloption und als Energieoption ist das keine schlechte Option. Außerdem können wir hier mit Fähigkeitenstärke wahrscheinlich wieder die Beutechance erhöhen. Also schlecht ist das auf jeden Fall nicht als Helmens Fähigkeit. Und auf jeden Fall sieht es dann cool aus. Welcome to the Leverian. We are, of course, always open. Donations appreciated. Ja, so viel habe ich heute nicht, aber ich gebe mal was. Impressive, isn't she? The relentless hunting shadow of the night of Naga drums. The last thing many an Orokin lord ever saw. VORUNA, she-wolf incarnadine. The heart of the pack. Ah, das wird mein zweiter Warframe auf jeden Fall. Neben Wukong. Loki als erster. Und das. The pitiless devourer, stalking burning cities of white and gold, slavering for godflesh. This was not always so. Once, VORUNA was the obedient guardian of the Circulus, the holiest of Yuvan temples, upon none other than veiled Lua. Like a loyal beast, VORUNA would roam Lua with her 4 steel-maned wolves, the stealthy Dinar, the invigorating Raksh, the stalwart Lycath, and the fierce Ulfron. But what they were sworn to guard was perverse, wrong. In a ceremony reeking of Kuva, the Orokin candidate would force their consciousness into the new chosen body, the Yuvan, consigning the mind of the hapless former owner to oblivion.
They call this life-extending process continuity. Executor Tuvul was one of the ruling seven and head of the Yuvan clerisy, high-ranking officiators who enacted the hideous ritual, all of whom were now all dead, torn apart, all save for Tuvul, now a man pursued. He abandons his family to that night of horrors, his friends to the flames, and whips his slaves to ferry his decrepit, dying body to his personal ship. Destination? Void-locked Lua. Purpose? To initiate one final ceremony. To trade one last body, one last life for his own, before the Empire burned. To slip the noose and escape the relentless hunting shadow that had, one by one, in just one night, found and eviscerated every last one of his clerisy peers. The shadow that had once protected them. I never liked Tuvul. What followed made me loathe him even more. Alright. Spendenbox, Spenden. Okay, wenn ich mehr spende? Keine Ahnung, ich habe das einmal, glaube ich, gemacht. Lass mal 100 machen. Well, anything helps. Hey, 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 hey. Ich bin knapp bei Kasse. Ich bin immer noch Master Rang 29. Geht auch weiter hier, oder? Here is Dinar, the Shadowed. He gave VORUNA the gift of stealth, that she might only take by surprise, but never be taken. Let us speak of what made the Circulus special. The first Void conjunction. It came suddenly, steeping Lua in malevolent, lashing void stuff. Within the moonplasm, thoughts took horrifying physical forms. Images, dredged up from childhood nightmares or adult neuroses, were abruptly tangible and real. Madness overtook many. It was to this place, the Circulus, that Tuvul fled. Through a void tormented by an extremely unusual conjunction. Thrashing eddies, violent currents, and the appearance of horrifying beasts never seen before or since. It was as if, some have noted, the fabric of the universe echoed the upheaval, tearing apart the fabric of the origin system. Coincidence? I have lived too long to believe so, but can provide no explanation greater than that. Hoping against hope that the void would keep the shadow that stalked him from picking up his trail, Tuvul touched down upon the powdery skin of sacred Lua. What Tuvul lacked in loyalty, he made up for with rat cunning. He should have known better. Ja, sieht auch so ein bisschen aus, ne, in seiner Darstellung. So ein bisschen rattig, geduckt. Ah. Aber cool, ey, die Zeichnung gefallen. Der nächste. It is unclear precisely why Lua is a site of very special void conjunctions. But enacting continuity within the Circulus and Leverian. Nimmt er nur die Kamera an, wenn ich... Nee, okay. It is unclear precisely why Lua is a site of very special void conjunctions. But enacting continuity within the Circulus and Leverian thereupon guaranteed a safe and strong transition, so long as certain rituals were correctly observed. A privilege reserved only for the Seven themselves. Imagine the scene as the innocent Yuvan would have witnessed it. The vivid insanity of it all. The appointed soprana bridging the gap between worlds with her song. The Orican executor shrilling the ritual words. The bone-white void creeping in on all fronts. The Kuva steaming scarlet in its glass bowl.
and the imposing wolf giant, VORUNA, pacing the perimeter, 4 loyal wolves at her side. This wolf you see here is Thrax, the defender, VORUNA's own loyal guardian, as she protected her Orokin overlord from whatever madnesses the Void Conjunction would bring, of which there were many. And on that night, Tuval had no such guardian. Quite the opposite. Now, Tuval would need flesh into which he could pass, but the shipments of fresh young bodies from across the system were no more. Tuval, we will see, had laid a dark contingency. Rat cunning, as I said. So, Wolf Nummer 3. The third of VORUNA's wolves, Lycath, the stalwart brother, the provider, and soul of the pack. We know that VORUNA and her wolves had served rite after rite. She had watched the mists and savagely destroyed anything that menaced the ceremony, flanked by Lycath's fury. The Yuvan ceremony, continuity as they called it, was an obscenity. The Orokin elite, aged and foul, would slouch and leer as the Yuvan, young men and women cultivated on Red Mars and worlds beyond for this dire purpose, were paraded before them. They would make their choice, conduct the ritual, and then, well, that young life would be gone. And when those eyes opened once more, it would be their murderer looking out from behind them. Is it any wonder VORUNA, freed from the leash of loyalty, was so intent upon making a meal of the Yuvan clerisy? Nope, hätte ich genauso gemacht. I think not. Let's get to dessert, shall we? And the last one. Behold, Ulfrun the Fierce, the most formidable of VORUNA's sept. Executor Tuval scrambled to set up the ritual room. This time, the ceremony was different. Instead of a soprana, there was a mere mandachord playing automated notes. And instead of the prepared Yuvan, there was a most unusual cryopod containing a young child sleeping peacefully. The aforementioned contingency. In Tuval's hands, so it is said, were an artifact and a codex belonging to none other than Albrecht Entrati himself, father of void travel, and a man who had sacrificed his sanity to it. Tuval opened the book to pages strange and profane. We know this, having retrieved it from the site much later. It is my belief that Tuval intended to protect himself from the horrors the Void would unleash, using what amounted to a madman's grimoire. A desperate act indeed. I like to imagine that as he parted his withered lips to begin the ceremony, to call down the Void, that was the moment he heard Ulfrun's ravening howl. From Void signatures, evidence at the site, and what recording technology survived that once-in-a-lifetime Void conjunction, I infer the following. Forgive an old man some dramatic license. The kuva was poured, the lamps were lit, and the ritual of continuity began. As Tuval intoned the barbarous versicles of continuity, a horde the breadth of which had never before been seen at such a ceremony massed in the gathering void. Things with 2 heads or none. What? Lopsided, broken-horned, perhaps drawing their being from Tuval himself, as if expressions of his vice. At this moment, I believe VORUNA and her pack
attacked, hoping to end the ceremony before it began. No such luck. The circle's site was later found to be treacherous with the remnants of slain abominations. VORUNA and her wolves tore into the manifestations, rending with axe and fang, while Tuvul droned on, panicked. The pack hacked and tore their way through the throng toward him. Why was Tuvul not the first to fall? I cannot answer. Perhaps Albrecht's work had something to it, or perhaps those beasts simply understood that this wretched old man was the only thing keeping the door open for them. Tremors shook the surface of Lua, and a great cry rang out, like that of a mother crying for her children. Tuvul sweated. The kuva trembled in its bowl. VORUNA was relentless, demons falling to blade and fang. But it was not enough. The hordes of the void are without number, and this one, if hell has a hell, then those monsters knew it well. Gentle-eyed Thrax was the first to fall to scything blades. They killed Lycath next, then Dinar, and Ulfrun last of all. VORUNA had howled many times before, in hunger, in anger, and in triumph. But now, for the first time, she howled in grief. VORUNA trod and swung without relent toward the circle, carrying by their silver scruffs the severed heads of her fallen, beloved wolves, severed from their dead bodies by her own hand. With one last ululating cry, Tuvul's ritual reached its peak. Within the crypod, the child's eyelids fluttered, and VORUNA staggered. In what scratchy stills survived in void-corrupted data masses, what I saw between child and Warframe was recognition. Tuvul took some meager scrap of courage from this delay and reached for the bowl of kuva, now boiling and steaming with weird energies. VORUNA struck him aside and seized the energized kuva, not for herself, but for her wolves. Holding it high, she doused herself and her slain packmates with it. Embraced by the seething crimson glow, connective tissue propagated, sinew reached for bone, and within that marriage of occultism and science, she and her beloved wolves became one. Her brethren lived again in her. VORUNA was now and evermore the heart of the pack. Cheated of his continuity, Tuvul turned to flee. But his former warden was having none of it. Those who came after found nothing but gnawed bones, some of them unusually long, twisted within shreds of white gold raiments. Good. I did salvage one final image from those void-corrupted data masses, however. That of VORUNA herself, striding back toward her craft. The child cradled in her arms. Curious. Oh, ich hoffe, da gibt es dann später noch einen richtigen bulky Alpha-Wolf, so einen männlichen Alpha-Wolf-Skin. So, für diese Darstellung spenden wir doch nochmal erstmal 1000. 1, 2, 3. I will put it to good use. So, und weil wir es haben, nochmal 10.000. Oh, humbled, truly.